Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Im letzten Video haben wir uns hier um die Hohlkehle gekümmert. In diesem Video zeige ich Ihnen einmal, wie sich das bei der Rundung verhält. Um eine Rundung zu fräsen, klicken Sie einen Teil dieser Rundung an und gehen in das Finde-Feature Finde Rundung. Dann findet er alle Rundungen, die gleich sind. Gehe dann in das Fräsen-Feature Rundung. Als erstes poppen jetzt hier die Geometriedaten auf. Man sieht jetzt hier die Starthöhe und Endtiefe, Radius R5. Dann gehen wir hier vorne ins NC-Feature Rundung fräsen. Wir benutzen das gleiche Werkzeug, was wir schon bei der Hohlkehle benutzt haben. Mit der Rautiefe bestimmen wir die Zustellung auf dem Radius. Die Starthöhe trägt er automatisch ein. Die Zustelltiefe nehme ich mal heraus. Die Endtiefe minus 35. Hier bei der Endtiefe, generell bei der Rundung, muss man immer den Fräserradius berücksichtigen, weil er sonst nicht tief genug fährt. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die Endtiefe und sagen minus 36, dann würde das reichen. Hier sind wir jetzt fertig, gehen jetzt einmal in die An- und Ausläufe. Wir nehmen jetzt diesen Anlauf hier, die Überlappung lasse ich wieder bei 10 mm und sage OK und dann ist der Job schon fertig. Man sieht jetzt hier, er zahlt jetzt wirklich nur die Rundung ab. Ich habe wieder die Verbindungen, er fährt halt wieder komplett hoch. Und jetzt optimiere ich meinen Job. Ich gehe nochmal rein in den Job, Job zum Ändern öffnen. Als erstes sage ich ihm zum Beispiel, ich möchte bis minus 61 fahren, weil mein Bauteil ist 60 mm hoch, 1 mm zusätzlich wegen dem Eckenradius des Werkzeuges. Sage, an den senkrechten Stellen darfst du 10 mm zustellen. Gehe jetzt hier noch hin und sage, er kann die An- und Abfahrt direkt verbinden. Und die Positionierung darf erstmal im Allgang geschehen und dann den letzten Rest fährt er in den Eintauchvorschub. Ich sage dann einmal OK. Jetzt sind wir da eigentlich auch schon fertig. Sagen wir OK und er rechnet den Job neu und Sie sehen jetzt hier, er zahlt die Rundung ab. Und die senkrechte Kante fährt er mit der großen Zustellung. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Hohlkehle. Sie müssen halt nur mit diesem R1 hier so ein bisschen achten, dass Sie hier tiefer fahren. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der Simulation an. Wählen einmal eine Maschine aus, sagen OK und gehen dann in unsere Simulation. So, jetzt sind wir hier in unserer Simulation angekommen. Schauen uns das Ganze an. Ich habe mal die Abtragung mit eingemacht. Also wir sehen jetzt hier, was noch blau ist. Da haben wir noch Aufmaß. Und jetzt lasse ich das Programm einmal ablaufen. Das heißt, er zahlt jetzt hier mit kleinen Zustellungen den Radius ab. Und jetzt fährt er die große Zustellung. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Ihr Vectorcam Team.